Gut, weiter geht's. Es sind jetzt noch ungefähr 150 Kilometer bis Busan. Und jetzt fahren wir noch ungefähr 10 Kilometer an der Küste entlang. Und dann verlassen wir den Pazifik erstmal, fahren durchs Landesinnere und ja, kommen dann in Busan wieder an der Küste an. Und morgen wollen wir in Yongyo ankommen. Und das ist soll eine sehr schöne und historische Stadt sein, weil das eine ehemalige Hauptstadt von Korea. Und wir sind schon sehr gespannt. Gut. Ist echt nicht so kalt. Ist echt ziemlich warm. Aber ein bisschen dreckig, ein bisschen algig irgendwie. 내가 어묵치 먹어야 요건 노가리 찍어 먹는 노가리. 어? 고기. 이것도 고기. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. Koreanische Süßspeise. Und zwar heißen die Hot Dog. Und das sind so kleine Pfannkuchen, die mit braunem Zucker und paar Nüssen gefüllt sind. Und dann so frittiert. Probieren wir es gleich aus. Super. Sollen Super jetzt heiß. super heiß sein, glaube ich. Ja. Sehr gut. Alles bekommen. Preis ist irgendwie super teuer. Preis ist teuer. Spannend. Was kostet der? 6.000. Ein Kilo? Oder? Okay, sind so irgendwie 4,50 € oder so. Das kann doch nicht sein. Ein Pack Spaghetti aus Italien kostet ein halbes Kilo. Okay, 2.800, aber Spaghetti soll nicht teurer sein. Das weiß ich nicht. Ist auch 2.800, auch Ja. krass. Okay. Und der Tofu, was kostet der hier? Tofu kostet 1.000. Oh. Gut, Mittagspause. Es gibt Bananen als Nachspeise und als Hauptgericht Couscous im Becher. Genau, wird's gerade. Quillt noch ein bisschen. Ja, in so Snackläden gibt es hier überall so heißes Wasser, weil in Snackläden auch sowas wie diese schnellen Nudeln gibt, die man mit dem heißen Wasser übergießt. Deswegen können wir hier unser Couscous damit übergießen und quellen lassen. Sehr gut. Und dazu gibt es eine spannende... Was gibt genau das? So eine Genau, Soße? so eine Soße. So eine Soße So eine und Tomaten-Chili-Soße. die Algenblätter, Nori-Blätter quasi. Und noch vegane Mayo aus Russland, die Reste.
Gut, wir sind jetzt in Gyeongju angekommen und ja, jetzt checken wir erstmal Google bzw. Internet, Wikipedia, was wir uns hier dann angucken. Genau, was wir uns hier angucken sollen. Und hier gibt es überall offene Wi-Fis in jeder Stadt, in jedem Dorf, jedem Supermarkt. Wir haben uns gar keine SIM-Karte gekauft. Das ist echt das erste Mal seit mega lang, dass wir keine SIM-Karte gekauft haben. Und hier gibt es einfach überall Wi-Fi. Also Gyeongju war die Hauptstadt des Königreiches Silla, welches im 1. Jahrhundert entstand und bis zum 9. Jahrhundert bestand. Genau, davon war das die Hauptstadt, Gyeongju. Und jetzt gibt es halt noch eine große Anzahl historischer Stätten, insbesondere halt diese ganzen Gräber. Das haben wir gestern auch schon gesehen, sind wir gestern schon an einem vorbeigefahren. Da war rechts so ein großer Berg, so ein Grashügel einfach. Das sind die Gräber. In den 1920er Jahren wurden die ersten Königsgräber geöffnet und ungewöhnliche Goldfunde gemacht. Jo. Gut, wir waren jetzt gerade noch bei der Touristeninformation. Da haben wir noch so eine schöne Papierkarte bekommen mit allen Sehenswürdigkeiten. Da oben sind wir jetzt. Ja, hier ist das erste Hügelgrab. Genau, jetzt gibt es da irgendwie so eine Glocke, die Stadtglocke. Und dann kann man hier durch so einen Park, durch verschiedene Parks. Hier gibt es auch noch ein paar alte Häuser und so. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, was es da alles gibt. Sinra Deo Hong, die große Glocke von Silla. Und ja, ich kann Koreanisch lesen. 하나하나에는 상징적 의미가 있는 상징과 원형이 작동이 되어가요. 안정감 있고 부드러운 인상을 주고 있습니다. 꼭대기 인물 정자. Das ist das alte Observatorium der Stadt. Wurde vor wie viel? Warte mal, im Jahr 630 wurde es gebaut. Genau, Olga macht einen Höhenvergleich. Das Ding ist 9 Meter hoch. Boah, echt verrückt. 9 Meter hoch, das ist echt so lächerlich. Nee, 5 Meter ist der Durchmesser unten. 9 Meter ist es hoch, genau. Da standen dann früher die Wissenschaftler irgendwie oben drauf und haben den Sternenhimmel kartografiert. Einfach nur verrückt. Ja, vor 1400 Jahren.
안녕. 안녕하세요. Nice to meet you. Hello. 감사합니다. Okay, wir sind jetzt ein bisschen südlich von Gyeongju und okay, die Geschichte fängt in Georgien an quasi. Im April 2017 auf unserer Reise, als wir in Georgien waren, in Tiflis in der Hauptstadt, haben wir Rio getroffen. Hey! Guten Morgen. Wir sind zu blöd dafür, seinen richtigen Namen auszusprechen, deswegen heißt er in Westeuropa Rio. What's your real name? Yongha Choi. Er kommt aus Südkorea und ist damals auch mit seinem Fahrrad gereist und ja, wir haben ihn halt in Tiflis getroffen. Und mittlerweile lebt er in Slowenien, ist verheiratet, ja, fährt nicht mehr Fahrrad, aber wir fahren noch Fahrrad und als wir nach Korea gekommen sind, hat er uns geschrieben: Hey ihr beiden, herzlich willkommen in Korea. Südlich von Gyeongju, irgendwie 10 Kilometer südlich von Gyeongju, wohnt meine Familie und die haben ein 400 Jahre altes Haus und wir sind herzlich eingeladen, da zu schlafen. Und jetzt sind wir da. Und das Ganze ist quasi, also wie heißt das? Also boah, das ist absolut, boah, und dann gibst du solche Zettel. Also das ist absolut genial. So wurden wir dann eben gerade begrüßt. Rios Mama hat uns begrüßt. Sie spricht ein, zwei Wörter Englisch. Und irgendjemand hat das hier auf Deutsch geschrieben. Keine Ahnung, wer das hier auf Deutsch geschrieben hat. Ich habe Kaffee und Tee vorbereitet. Duschen Sie. Und das Ganze heißt genau Hanok Stay. So heißt das. Das ist irgendwie eine Übernachtung im Tempel, aber auch irgendwie in so alten Häusern. Also das hier ist jetzt quasi was Neueres, das hier ist nicht 400 Jahre alt. Aber draußen gibt es irgendwie noch ganz viele andere Häuser. Und Museum und irgendwie. Genau, also es ist schon irgendwie so eine Art Attraktion, sage ich mal. Hier ist unser Bett übrigens auf dem Boden mit Fußbodenheizung. Okay, jetzt habe ich gerade noch eine kleine Einweisungstour von Rios Mama bekommen. Also ja, es gibt hier ein richtig großes Gelände mit mehreren Häusern und so weiter. Das gucken wir uns gleich auch nochmal gemeinsam an. Olga ist gerade duschen, jetzt dusche ich auch gleich. Dann gibt es, glaube ich, einen Tee. Dann gucken wir uns ein bisschen um und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, das ist unser Haus. Ist da vorne eins. Da ist noch eins, dahinter ist noch eins. Genau, ich glaube, das hier ist so das Haupthaus, das in der Mitte hier. Das ist quasi der... hier. Das ist der Männerraum. Hat sie uns erklärt. Thank you. Ja, das sieht wirklich sehr, sehr alt aus. Die Holzbalken hier unten. Hier oben. Noch ein bisschen Licht hier reingebracht. Ah ja. Die Wände hier mit so einem Papier, so Reispapier. Ziemlich abgefahren ist. Yes.
Frühe Sprache Chinesisch. Ah. Yes, Chinese. You speak Chinese? You? Ni hao? 你 Hao ma? 谢谢，谢谢。是不什么？ Din Pudong. Ah, der Familienbaum. Shilla Dynasty, AD 1, 2, 3, 4, 5, 6, AD 6. Ah, 600. 6. And then You here? No. you hear 1, 2, 3, Uh-huh. 4, 5, 6, 14, 14 tree. 14 yeah. generations. Ah, okay. Boah, wow, wie krass. From this. From this. From this. Man. Ja, I see. Ah, das ist quasi der Ur-Großvater hier. Und das war ein Treuer irgendwie des Königs irgendwie. 아까 저 사당은 안 보셨죠? Be careful. Ja. Richtig cool. Richtig cool. Das ist ein toller Einblick. Andreas Mama ist ganz lieb. Erklärt uns alles mit Übersetzung. Ah, hier ist Sojasauce drin, quasi. Wir machen Sojasauce, fermentierte Sojabohnen. Jetzt sind wir wieder unterwegs. War echt ziemlich cool. Sehr schöne Nacht, sehr interessant. Auf der Fußbodenheizung zu schlafen und heute Morgen hat Rios Mama uns dann halt noch ein bisschen in der Umgebung rumgefahren. Noch so eine alte Universität, so eine alte Schule gezeigt und so. Das war ziemlich spannend und echt richtig nett, richtig freundlich. Super süß. Die ganzen Zettel, die sie auf Deutsch geschrieben hatte, heute Morgen noch wieder neue Zettel. Super schön. Ja, jetzt sind wir wieder unterwegs. Jetzt geht's weiter. Annyeonghaseyo. Ja, weiter geht's. Nächster Halt, Busan. Lunch break in Korea. Wir haben nachgelassen. Ja, der Auswahl ist einfach nicht so groß. Das meiste, was hier überall gibt, ist die fertigen Gerichte oder beziehungsweise diese China-Nudeln in alle möglichen Variationen. Ja, Ist halt am gucken wir günstigsten. drauf. Ist auch am günstigsten. Der Rest genau. ist halt auch echt teuer. Also irgendwie Obst gibt's auch kaum. Ja, Obst, dafür musst du irgendwie So auf dem Marktgebühr Markt. Ja, hier gibt's halt immer nur diese kleine Snackläden. Snackläden. Wie heißen die hier? See you. Da. See you. Und dazu eingelegter Rücken. So Rettich, ne? Ja.